You're on. Okay. I'll talk to you about something we call the fifth force. Ich werde heute Abend sprechen über etwas, was wir nennen die fünfte Kraft. Most of my work is for business clients, Der größte Teil meiner Arbeit ist für Geschäftskunden. and they're interested in performance and risk. Und die sind vorwiegend interessiert in Leistung und Risikomanagement. To me, the two things go completely together. Für mich sind das zwei Seiten der gleichen Medaille. High performance lowers risk, Hohe Leistung verursacht kleinere Risiken. and I'm going to show you that these processes are at least 100 times more efficient than anything you'll ever see. Und ich kann Ihnen zeigen, dass diese Prozesse bestimmt 100-mal effektiver sind als das, was Sie bisher kennen. Watch as I go and see if you believe me. Schauen Sie, ob Sie mir glauben. Now I want to talk to you about the fifth force, which is social context. Und jetzt rede ich zu Ihnen über die fünfte Kraft und das ist der soziale Kontext. We measure this and manage it. Wir können das messen und damit auch gestalten, managen. I'll explain later how to do this. Und wie erkläre ich später. This is a distribution of team scores. Und das ist eine Verteilung von Teamresultaten. These are the bottom fifth of all teams. Links das rote ist das schlechteste Ergebnis aller Teams And the top. und das beste. Teams that benchmark here Teams, die auf dem linken unteren Ende rauskommen, explode shuttles, killing everyone. sind verantwortlich für gravierende Unfälle, bei denen viele umkommen, Make telescopes useless. die Teleskope nutzlos machen, Crash 747s. die Flugzeuge explodieren oder zum Absturz bringen Explode power plants. und die nukleare Kraftwerke explodieren lassen. Up in the top of teams, Die Teams, die die besten Resultate haben, we've worked this with over 1,400 teams, und wir haben das mit 1400 Teams erreicht, 18,000 people, 18.000 Personen, hundreds of companies, in Hunderten von Firmen, in more than 75 countries. in 75 Ländern. Because it increases performance Und diese Teams verbessern ihre Leistung and lowers risk. und reduzieren ihr Risiko von Fehlern. The fifth force, therefore, the strength is infinite, Deshalb ist die Stärke der fünften Kraft unendlich and the range is the range of human interaction. und die Reichweite ist immer gegeben, wenn Menschen mit Menschen interagieren. During the 90s, Korean Airlines was crashing at 17 times the international norm. Zu einer bestimmten Zeit sind die Flugzeuge der koreanischen Fluglinie 17 Mal häufiger als die internationale Norm verunglückt. It got so bad the president of Korea would not fly on Korean Airlines. Es bekam der Zustand, dass der Präsident von Korea seine eigene Fluglinie nicht benutzt hat. What fascinates me about this is it went on for 4 years. Und das hat 4 Jahre lang gedauert. What erroneous assumption did they make about what caused the crashes, do you think? Welche fehlerhafte Vermutung wurde angestellt, um die Ursache dieser Unglücke zu finden? Was glauben Sie? The same as I've talked about for everything else. Das Gleiche, worüber ich bisher gesprochen habe. They assumed it was all about individual abilities. Man hat unterstellt, dass es immer nur um individuelle Fehlverhalten geht. So they put the Korean airline pilots in simulators, Man hat die Piloten in Flugsimulatoren gepackt and you can do a very difficult test. und hat ziemlich komplizierte Tests mit ihnen gemacht. Land a 747 with 2 engines out Eine 747 mit nur 2 Motoren zu landen, on an icy runway auf einer eisigen Landebahn with a tailwind. mit Rückenwind. The Korean airline pilots were as good as any in the world. Und man hat gefunden, dass die Piloten so gut wie jedermann, wie alle Piloten der Welt waren. Can you guess what the cause of the crashes was? Können Sie langsam erahnen, was die Ursache der Unglücke war? Finally, a tiny subsidiary of Boeing put observers into the cockpit to watch. Eine kleine Einheit von Boeing hat dafür gesorgt, dass Beobachter im Cockpit anwesend waren. And what they saw was that the Koreans had imported
the Confucianism of their culture into the cockpit. Und was die beobachtet haben, war, dass die Koreaner den Konfuzianismus ihrer Kultur ins Cockpit mittransportiert hatten. When the captain was flying the airplane, Wenn der Captain das Flugzeug steuerte, the first officer couldn't criticize him. durfte der erste Offizier ihn nicht kritisieren. It takes two people to fly a modern jet. Aber es braucht zwei Piloten, um einen modernen Flug. And near the end, when these people started observing, Und am Ende, als die Beobachter, the first officer is reading a magazine. es wurde klar durch die Beobachtung, dass der erste Offizier ein Magazin las He's not even looking. und er hat nicht mal beobachtet, was der erste Offizier machte. So the solution was really interesting to me. Und die Lösung war sehr einfach. They convinced Korean Airlines to only allow pilots to speak English in the cockpit. Man hat die Luftlinie überzeugt, dass im Cockpit nur Englisch gesprochen werden durfte. Because they knew once they started speaking Korean, they would go back to the Korean culture's habits. Weil klar war, wenn die Koreanisch sprechen, dann gehen sie auf die koreanischen Kulturgewohnheiten zurück. And they taught this what's called CRM, Die haben den Piloten beigebracht, wie man im Team arbeitet. the same work we do. Im Prinzip das Gleiche, was wir auch tun. They immediately went back to safe flight. Und die Flüge wurden sofort sicher. Remember what Diane Vaughan said about the fifth force? Erinnern Sie sich, was Diane Vaughan über die Challenger-Katastrophe gesagt hat? They're invisible. Die Kräfte sind unsichtbar. How can we make the fifth force visible? Wie können wir diese fünfte Kraft sichtbar machen? I want to explore the relationship between context, which is what the fifth force is, Ich möchte jetzt die Beziehung zwischen dem Kontext, und das ist die fünfte Kraft, and behaviors. und Verhaltensweisen So- explorieren. Would you behave differently in each of these contexts? Würden Sie sich unterschiedlich verhalten in jedem dieser 4 Situationen? Giving or receiving a marriage proposal, Einen Heiratsantrag machen oder erhalten? fiancé's family dinner, Bei der Familie eingeladen sein Ihres künftigen? bachelorette party, Eine Junggesellen-Abschiedsparty? hijacked on your honeymoon. Auf der Hochzeitsreise gekidnappt werden. And if you behaved inappropriately to the context, would you be sanctioned? Und wenn Sie sich außerhalb des Kontexts verhalten oder unangemessen, würden Sie Strafe befürchten? If you said the wrong thing, would the fiancé give you a kick under the table? Wenn Sie hier das falsche Wort sagen, würden Sie einen Tritt unter den Tisch erwarten? If you misbehaved on your honeymoon, would you be shot? Wenn Sie sich in der Situation falsch verhalten, könnten Sie erschossen werden? Yeah, and so you're adapting your behaviors to these contexts automatically and unconsciously, aren't you? Wir passen unser Verhalten unbewusst auf diese Situationen an. So I'm asking myself, what can I do as a physicist to make the invisible force visible? Und ich habe mich gefragt, was kann ich als Physiker tun, um diese unsichtbare Kraft sichtbar zu machen? And I remembered an expression from when I was an undergraduate that we used to say to each other. Und ich habe einen Spruch erinnert, den wir als Studenten zueinander gesagt haben. The right coordinate system can turn an impossible problem into 2 really hard ones. Das richtige Koordinatensystem kann ein unlösbares Problem in 2 wirklich schwer zu lösende zerlegen. There must be a coordinate system. Es braucht also ein Koordinatensystem. At the same time, I was reading Carl Jung's work on personality, Zur gleichen Zeit habe ich Carl Jungs Arbeiten über Persönlichkeitstypen gelesen, in English of course, natürlich in Englisch. and he said there are 2 processes Und er sagt, es gibt 2 Prozesse, on which we build our personalities. auf denen unsere Persönlichkeiten ruhen. He said we each have a preference for using information from our senses Wir haben eine Präferenz, Informationen über unsere Sinne aufzunehmen or intuition. oder über unsere Intuition. And so your senses is what you see right in front of you, right? Sinne sind das, was man sieht. Intuition is an unconscious integration of past experience. Intuition ist eine unbewusste Integration von vergangenen Erfahrungen. And then he said we then
make decisions using one of two core processes. Und er sagte, wir machen Entscheidungen, indem wir zwei Basisprozesse benutzen. We use emotions Entweder wir benutzen Emotionen or we use logic. oder wir benutzen Logik. It turns out the population splits about 50-50. Und die Bevölkerung ist ungefähr 50-50 verteilt. I love this. Und das habe ich geliebt. Scientists like simple. Wissenschaftler mögen es einfach. So, input, Input, output. Output. Eingabe, Ausgabe. Great. So let's play with it and see what we see. Dann lass uns mal damit spielen und schauen, was wir kriegen. So when I went to Jung's theory, he said people who prefer intuitive information Menschen bevorzugen intuitive Information and emotional deciding und emotionale Prozesse, um Entscheidungen zu treffen. most naturally appreciate other people. Und diese Menschen halbwegs natürlicherweise bevorzugen andere oder mögen andere Menschen. This was breakthrough information for me. Das war für mich eine Durchbruchsinformation. You see, what I knew was that in Maslow's hierarchy, we have to satisfy each need to move up to the next level. Was ich schon wusste, war, dass man in der Maslows Bedürfnispyramide eine Ebene befriedigen muss, um eins weitergehen zu können. The first level is physiological needs. Der untere Level ist physiologische Bedürfnisse. Air, water, food, warmth. Wasser, Ernährung, Wärme. The next level is security. Der nächste Level ist Sicherheit. The next core human need is to feel valued. Darüber liegt der Wert, wertgeschätzt zu werden. Wow, this is interesting. Let's move on. Das war interessant. Lass uns weitergehen. When you work in this place, which I call a dimension, Wenn when you work here, man in diesem so Feld, I call these dimensions, wenn man in dieser Dimension arbeitet, these people most naturally relate and include other people. diese Menschen beziehen sich auf andere und beziehen andere ein. This is the next need in Das- Maslow's hierarchy. Das ist der nächste Level in Maslows Bedürfnispyramide. Over here, it's the need for a hopeful future. Don't we all need to have hope in our lives? Auf der Seite ist das Bedürfnis nach hoffnungsvollen Zukünften. Brauchen wir das nicht alle? And the next one is about knowing what we're accountable for and the ability to deliver it. Und das nächste ist wissen, wofür wir verantwortlich sind und die Fähigkeit, das erfolgreich zu leben. Now, remember I said these processes are being used in 75 countries? Diese Zusammenhänge sind nützlich gültig in 75 Ländern. This is why. Und hier ist die Ursache. These are human needs that don't matter whether you're German or American or Chinese or Nigerian or Korean. It doesn't make any difference. These needs are universal for all of us. Das sind menschliche Bedürfnisse, die für uns alle gelten, egal in welchem Land wir leben. And so, for example, people are using this in Lloyd's of London. Das wird in London gebraucht. Electricity to France's nuclear reactors. Die EDF, die Firma, die in Frankreich die Reaktoren baut. Malaysian mines. Minenproduktion in Malaysia. State-owned enterprises in China manufacturing shoes with 1 million people. Schuhfabriken in China, die 1 Million Menschen beschäftigen. So now I want to go back to the relationship between behaviors and context. Jetzt wieder zurück zum Verhältnis von Verhalten und Kontext. We actually measure and manage 8 behaviors. Wir messen und gestalten 8 Verhaltensweisen. Just want to talk about 4. Und ich rede jetzt im Moment mal nur über 4. I already talked about the importance of feeling valued, and so the behavior here is to express authentic appreciation. Ich habe schon über das Bedürfnis, wertgeschätzt zu werden, gesprochen und hier messen wir den Ausdruck von authentischer Wertschätzung. And so here's what happens. Und so funktioniert es. When you learn to more effectively express authentic appreciation, Wenn Sie lernen, authentische Wertschöpfung auszudrücken, you create a context of mutual respect and enjoyable work.
Schaffen Sie einen Kontext von gegenseitigem Respekt und einer Arbeit, die Spaß macht. Do people perform more effectively when they're in a place of mutual respect and they enjoy their work? Leisten Menschen mehr, wenn sie in einer Umgebung arbeiten, wo sie respektiert werden und ihre Arbeit mögen? Sure. Sicher. Now here's how this works with the feedback process. Hier ist es, wie das mit einem Feedback-Prozess zusammenwirkt. Improving this behavior has enhanced this context, which makes it easier to do the behavior again. Das obere Verhalten auszudrücken beeinflusst den Kontext positiv und der positive Kontext verstärkt wieder das Verhalten. Round and round it goes. Und so weiter und so weiter. Next is appropriately including others. Das nächste ist angemessenes Einbeziehen von anderen. And in my simple terms, it's about how we share power, Und in meiner Begriffswelt ist es, wie wir Macht teilen, information, Information and rewards. und Belohnungen. This creates a context of authenticity and aligned action. Und das schafft einen Kontext von Aufrichtigkeit und abgestimmten Handelns. The next one's really interesting. Das nächste ist wirklich interessant. It's about when you become 100% committed to something. Das adressiert jetzt, was passiert, wenn Sie 100% engagiert und committed zu etwas werden. Psychologists call this the red convertible syndrome. Psychologen nennen das das rote Sportwagen-Syndrom. So, have you ever had this experience that you're driving down the road and you suddenly decide that you want to buy a certain kind of car? What happens? Wenn Sie sich auf der Straße bewegen und plötzlich entscheiden, Sie wollen ein bestimmtes Auto kaufen, You see them everywhere. dann sehen Sie genau dieses Auto plötzlich überall. So we teach people in our workshops how to do this. Und das bringen wir auch den Menschen in unseren Workshops bei, wie man das erreicht. The fourth one is clarifying roles, accountability, and authority. Die vierte ist Rollen, Verantwortung und Weisungsbefugnis zu klären. And this is relatively easy to do. Und das ist relativ einfach zu erreichen.